verlassen das Airbnb heute Richtung Belize und ich bin richtig aufgeregt. Ich habe richtig Magenschmerzen. Ich bin richtig nervös vor Grenzüberschreitungen. Ich hasse Grenzen und ich hasse auch Grenzen in Mittelamerika. Es ist bestimmt übertrieben stressig. Chiara ist entspannt. Noch. Die hat keine Ahnung. Natürlich habe ich Ahnung, aber ich würde nicht direkt vom Schlimmsten ausgehen. So Wer sieht's weiß, aus. vielleicht wird es ja voll einfach. Wir sind jetzt am Bus, das ist der Bus hinter uns. Unser Airbnb-Driver, unser Airbnb-Mieter Guillermo hat uns hier netterweise hingefahren und uns den Bus gezeigt. Wir sind bisher die Einzigen, die über die Grenze wollen. Ja. Ich bin immer noch ein bisschen gestresst. Übelst aufgeregt. Mal schauen, aber es wird schon gut werden. Außer dass es arschwarm da drin ist, weil kein Airconditioning. Oh, drückt uns die Daumen. Auf geht's. Letzten Momente in Mexiko. Schreib mal 21 Nächte rein, okay? Wir sind jetzt an der Grenze. Während wir im Chickenbus sitzen, der uns von Kemutai nach Belize City für nur 12 € pro Person bringt, füllen wir unsere Einreiseinformationen für Belize auf ein Blatt Papier aus, welches uns der Busfahrer gab. Bei der Ausreise von Mexiko verlangt die mexikanische Grenzkontrolle oft nochmal die Tourismussteuer, welche man normalerweise bereits bei der Einreise gezahlt hat. Wenn man die Zahlung nachweisen kann, lassen sie einen gehen. Bewaffnet mit unserer übersetzten Flugrechnung hielt der Bus schließlich das erste Mal an und ließ uns an einem kleinen Büro mit weißem Vorzelt raus. Fühle ich einen Drogenbaron seinen Kilo Koks in seinem Arsch schmuggelt. Wir haben nichts. Ich habe nur Blättchen. Die sind nicht kriminell. Das sind die ganzen. Das ist gerade richtig gut gelaufen. Wir mussten keine Tourismussteuer zahlen. Timo, fand ich noch so schön. Wir haben richtig Glück. Wir haben richtig Glück, weil wenn da ein Immigration Officer sitzt, der schlecht drauf ist, das war jetzt zum Glück eine Frau, der musst du pro Person nochmal über 500 Pesos bezahlen. Das wären dann nochmal 50 €. Das werde ich bezahlen. So darf es weitergehen. Die Grenzen liegen nicht direkt beieinander. So überquert der Bus erst die mexikanische Grenze, fährt dann nochmal 5 Minuten und erst dann gelangt man zur belizianischen Grenzkontrolle. Dort angekommen, muss man alle seine Sachen mit sich nehmen und an den Schalter gehen. Hier muss man sein Blatt mit der Einreiseinformation abgeben und dann werden einem einige Fragen gestellt. Wie ist die Adresse, wo Sie leben werden? Wie lange haben Sie vor, hier zu bleiben? Wie sind die Namen Ihrer Freunde? Nachdem wir alle Fragen beantwortet hatten, ließ man uns passieren. Auf der anderen Seite des Schalters wartete der Busfahrer auf uns, um uns einzusammeln. Really? In Ghana, in Africa? Oh. Wir haben es geschafft. Guck mal, wie glücklich er ist. Und wir mussten nichts bezahlen. Weder beim Ausreisen noch beim Einreisen. Wir haben ein Visum für einen Monat bekommen. Nur unsere Bananen durften wir nicht mitnehmen. Aber ich habe Fleisch geschmuggelt. Naja, jetzt sind wir auf dem Weg nach Belize City. Und da treffen wir dann Kötel zum Ingrid.
Ich erwarte jetzt irgendwie eine kleine Erklärung. Eine kleine Erklärung, okay. Wir sind hier auf einem Grundstück, das hat 38 Hektar. Die haben es ein bisschen aus Versehen gekauft und wussten nicht, was sie hier kaufen. Aus Versehen 38 Hektar Dschungel gekauft, was für ein Leben. Und jetzt versuchen sie hier was zu bauen, wo man sich wohlfühlt mit einer kleinen Lodge und einem Garten und Terrassen. Und ich denke, das wird awesome. Okay, da unten, das ist die Straße, die führt, wir stehen jetzt hier ganz oben, führt hier hoch. Hello! Und führt da wieder runter. Und hier werden überall Terrassen hingebaut und Bäume. Und das ist die Aussicht. Good cold pussy. Come here, see what's in there. It's gotta be in there somewhere. Oh mein Gott. Blatt gefallen. I shit you not. Ein Hühnchen kostet 75 Cent. Wir sind hier gerade in einer Schreinerei in Belize. Und hier das Holz, das ist getrocknet und bearbeitet worden. Und das hier war tatsächlich mal ein Shishensbaum, der so giftig ist, wenn man ihn anfasst. Aber wenn der aufgeschnitten, bearbeitet wird und trocknet, dann kann man ihn anfassen. South America. It's really long though. It's not going to be long. Can I go? Can I go up? Yeah. You guys should Fit come light back. of this. You guys should come back with like a picnic lunch one day and stuff. Yeah, and for then sure. come and do all this with Jose and then like you hike up the top and have it like For spend, you know, sure. like a few hours. We have to rent the scooter to come back now, but for sure. Yeah. Got some young guy in that showed up. He's 17. He's going to school holiday right now. And he showed up. He's helping him with the. He wants to learn. I just read your shirt, Curtis. Sorry? I have just read your shirt. Dieses Solarpanel soll da oben installiert werden. I'm hoping like the friction will just hold itself up. Geht das? In that box is my batteries and my charge controller and everything. You guys did a great job. Thank you so much. Don't be shy, don't be shy. It's easier. Scheiße. Breakfast time. Breakfast. Also wir haben netterweise einen Roller von Freunden von Curtis und Ingrid bekommen, für das wir nicht mehr zahlen müssen. Also wir haben unfassbar krasses Glück. Auf jeden Fall hat dieser Roller, das habe ich noch nie vorher gesehen, der hat eine Schaltung. Der eine kann fahren und der andere nicht. Und der nicht fahren kann, das bin ich.
Und das lernen wir jetzt. Beziehungsweise ich muss lernen, mit diesem Roller zu fahren. Und ich mache mir richtig ins Hemd. Wir kriegen das hin. Okay. Dann Schlüssel umdrehen ist. Dann machst du das am besten mit 2 Händen, das ist einfacher. Ziehst die Bremse hier, drückst den Starter mit der Hand und wenn er kommt, gibst du Gas. Okay, versuch mal einmal. Jetzt Gas geben. Ich ausmachen will, mache ich einfach hier. Genau.